Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Gestern war ein schlimmer Tag für mich. Gestern war ein schlimmer Tag für mich. Zuerst hat mich meine Freundin verlassen. Sie hat mir nicht mal einen richtigen Grund genannt. Zuerst hat mich meine Freundin verlassen. Sie hat mir nicht einmal einen richtigen Grund genannt. Danach bin ich zur Arbeit gefahren. In der Mittagspause kam mein Chef zu mir. Er wollte mit mir über meine Zukunft sprechen. Dann hat er mich einfach gefeuert. Danach bin ich zur Arbeit gefahren. In der Mittagspause kam mein Chef zu mir. Er wollte mit mir über meine Zukunft sprechen. Dann hat er mich einfach gefeuert. Jetzt habe ich keinen Job und keine Freundin. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Jetzt habe ich keinen Job und keine Freundin. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Eigentlich bin ich keiner von den Leuten, die sich so viel beschweren. Eigentlich bin ich keiner von den Leuten, die sich so viel beschweren. Aber gestern war wirklich der schlimmste Tag meines Lebens. Aber gestern war wirklich der schlimmste Tag meines Lebens. Das ist einfach nicht fair. Erst meine Freundin und dann mein Chef. Das ist einfach nicht fair. Erst meine Freundin und dann mein Chef. Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin ganz alleine und muss meine Miete und mein Essen bezahlen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin ganz alleine und muss meine Miete und mein Essen bezahlen. Wo soll das Geld herkommen? So schnell finde ich keinen Job. Wo soll das Geld herkommen? So schnell finde ich keinen Job. Meine Eltern kann ich auch nicht um Hilfe bitten. Nachdem wir uns gestritten haben, haben wir kein gutes Verhältnis zueinander. Meine Eltern kann ich auch nicht um Hilfe bitten. Nachdem wir uns gestritten haben, haben wir kein gutes Verhältnis zueinander. Ich hoffe, dass diese schlechte Phase bald vorbei ist. Ich hoffe, dass diese schlechte Phase bald vorbei ist. Ein paar Tage später. Ein paar Tage später. Oh. Ich fühle mich so schlecht. Ich glaube, ich bleibe einfach den ganzen Tag im Bett. Ich fühle mich so schlecht. Ich glaube, ich bleibe einfach den ganzen Tag im Bett. Nachdem ich meinen Job verloren habe und meine Freundin mich verlassen hat, habe ich sowieso keinen Grund aufzustehen. Nachdem ich meinen Job verloren habe und meine Freundin mich verlassen hat, habe ich sowieso keinen Grund aufzustehen. Vielleicht geht ja alles vorbei, wenn ich einfach 2 Wochen liegen bleibe. Vielleicht geht ja alles vorbei, wenn ich einfach 2 Wochen liegen bleibe. Was machst du hier, Valerie? Was machst du hier, Valerie?
Hallo Sven, ich habe gehört, was passiert ist. Da habe ich mir Sorgen gemacht und dachte, ich komme kurz vorbei. Hallo Sven, ich habe gehört, was passiert ist. Da habe ich mir Sorgen gemacht und dachte, ich komme kurz vorbei. Ja, mir geht es wirklich nicht gut. Nichts läuft nach Plan. Ja, mir geht es wirklich nicht gut. Nichts läuft nach Plan. Ja, du hast mir gesagt, dass du in letzter Zeit sehr unglücklich bist. Was ist denn passiert? Ja, du hast mir gesagt, dass du in letzter Zeit sehr unglücklich bist. Was ist denn passiert? Alles läuft schlecht. Vor ein paar Tagen hat mich meine Freundin verlassen. Dann habe ich auch noch meinen Job gekündigt bekommen. Alles läuft schlecht. Vor ein paar Tagen hat mich meine Freundin verlassen. Dann habe ich auch noch meinen Job gekündigt bekommen. Das klingt nicht gut, aber ich habe etwas, das dir vielleicht helfen könnte. Das klingt nicht gut, aber ich habe etwas, das dir vielleicht helfen könnte. Was meinst du denn? Was meinst du denn? Ich lese gerade dieses Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Es ist wirklich gut und hat mir durch schwere Zeiten geholfen. Ich lese gerade dieses Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Es ist wirklich gut und hat mir durch schwere Zeiten geholfen. Das hört sich interessant an. Und das Buch hat dir wirklich geholfen? Das hört sich interessant an. Und das Buch hat dir wirklich geholfen? Ja, ich lese gerne Bücher zu diesem Thema. Von den Autoren kann man viel lernen. Es hilft dir dabei, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ja, ich lese gerne Bücher zu diesem Thema. Von den Autoren kann man viel lernen. Es hilft dir dabei, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Weißt du was? Ich werde es probieren. Ich meine, viel schlimmer als jetzt kann es nicht mehr werden. Vielleicht steht in dem Buch ja wirklich etwas Interessantes. Weißt du was? Ich werde es probieren. Ich meine, viel schlimmer als jetzt kann es nicht mehr werden. Vielleicht steht in dem Buch ja wirklich etwas Interessantes. Ja, du solltest dem Buch eine Chance geben. Mir hat es auf jeden Fall geholfen. Ja, du solltest dem Buch eine Chance geben. Mir hat es auf jeden Fall geholfen. Das mache ich. Vielen Dank, Valerie. Du bist wirklich eine tolle Freundin. Das mache ich. Vielen Dank, Valerie. Du bist wirklich eine tolle Freundin. Sehr gerne. Sehr gerne. Wow, das Buch ist wirklich gut. Hier steht, ich soll erst einmal alles aufschreiben, wofür ich dankbar bin. Ich bin dankbar dafür, dass ich gesund bin und ein Dach über dem Kopf habe. Jetzt fühle ich mich schon viel besser. Ich meine, es läuft nicht alles schlecht. Wow, das Buch ist wirklich gut. Hier steht, ich soll erst einmal alles aufschreiben, wofür ich dankbar bin. Ich bin dankbar dafür, dass ich gesund bin und ein Dach über dem Kopf habe. Jetzt fühle ich mich schon viel besser. Ich meine, es läuft nicht alles schlecht. Jetzt steht hier, dass ich lernen muss, meine Gefühle zu kontrollieren.
Ich soll mich darauf konzentrieren, wofür ich dankbar und glücklich bin und nicht auf die Dinge, die mich traurig machen. Jetzt steht hier, dass ich lernen muss, meine Gefühle zu kontrollieren. Ich soll mich darauf konzentrieren, wofür ich dankbar und glücklich bin und nicht auf die Dinge, die mich traurig machen. Das stimmt. Immerhin habe ich so viele gute Freunde. Wer braucht da schon eine Beziehung? Das stimmt. Immerhin habe ich so viele gute Freunde. Wer braucht da schon eine Beziehung? Jetzt steht hier, dass man sich auf die Zukunft konzentrieren soll, nicht auf die Vergangenheit. Jetzt steht hier, dass man sich auf die Zukunft konzentrieren soll, nicht auf die Vergangenheit. Ich wurde zwar gekündigt, aber ich weiß, dass ich gut in meinem Job bin. Ich sollte mich auf andere Stellen bewerben. Ich bin mir sicher, dass ich einen guten Job finden werde. Ich wurde zwar gekündigt, aber ich weiß, dass ich gut in meinem Job bin. Ich sollte mich auf andere Stellen bewerben. Ich bin mir sicher, dass ich einen guten Job finden werde. Vielen Dank, Valerie. Das Buch hat mir jetzt schon viel geholfen. Vielen Dank, Valerie. Das Buch hat mir jetzt schon viel geholfen. Ich bin bereit dafür, mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Ich bin bereit dafür, mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!